Hallo ihr lieben Rapture-Fans und alle, die es werden möchten, willkommen auf unserem Rapture YouTube-Kanal. Ich bin Elia und habe heute ein neues Video für euch. Für alle, die sich mit unserer Story noch nicht beschäftigt haben, möchten wir euch gerne mal die Hintergründe heute etwas erklären. Worum geht es überhaupt bei Rapture? Und auch für euch alle, die die Story aus unserem Buch hier bereits verinnerlicht haben, sind natürlich noch sehr viele Fragen offen. Wir arbeiten gerade an den nächsten Kapiteln unserer Story und das würde ich gern zum Anlass nehmen, euch etwas abzuholen und Einblicke zu geben, was bisher so passiert ist und was alles noch kommen wird. Rapture spielt im Jahr 2049 auf unserer Erde in unserer Zeitlinie der Menschheit. 2 Jahre zuvor, im Jahr 2047, wurde ein Großteil der Menschheit durch eine außerirdische Zivilisation vom Planeten geerntet. Es ist jetzt nur noch ein geringer Prozentsatz der Menschheit auf der Erde übrig geblieben, der Teil eben, der sich für die Ernte nicht geeignet hat. Dadurch ist ein Machtvakuum entstanden und verschiedene Geheimbünde und Fraktionen, die bisher im Verborgenen agiert haben, nutzen ihre Chance, ins Licht zu treten und möchten sich ihren Teil dieser neuen Welt sichern. Dazu sei gesagt, unsere Erde ist weitestgehend intakt geblieben, die Engel haben also keine klassische Apokalypse verursacht. Natürlich gehen ein paar Sachen und Einrichtungen zugrunde, wenn keine Menschen da sind, um sich um sie zu kümmern und um sie zu warten, aber die Welt ist trotzdem größtenteils intakt, nur eben sehr viel menschenleerer. Mit Rapture behandeln wir viele Mythen, Legenden und auch einige Verschwörungstheorien quasi als eine Art „Was wäre wenn?". Was wäre, wenn die eine oder andere Sache wahr wäre? Oder was wäre, wenn das eine oder andere geschichtliche Ereignis, wie wir es kennen, aus einem uns unbekannten Grund oder aus einer geheimen Ursache passiert ist? Durch diese Ereignisse entstehen Konflikte unter den Fraktionen auf der Erde und aber auch vor allem mit den geheimnisvollen Engeln. Diese Engel sind nämlich unter anderem auch für die Ernte verantwortlich und sie möchten ihren außerirdischen Auftrag zu Ende bringen und die Überbleibsel der Menschheit vom Planeten säubern. Doch wie konnte es dazu kommen? Und woher kommen die Engel überhaupt? In unserem Prolog, den ihr übrigens auch auf unserer Webseite in Gänze lesen könnt, führen uns die beiden Charaktere Isantis und Konstantin in die Gesamthandlung ein. Die Story beginnt auf der Erde im Wesentlichen nach unserer Zeitrechnung im Jahr 3512 v. Chr. Die eigentlichen Ursprünge in unserer Milchstraße gehen aber Zehntausende von Jahren zurück. Eine außerirdische Zivilisation, die wir nur als Götter kennen, bevölkert ganze Planeten mit dem Ziel, die Bevölkerung als Biomasse zu ernten. Dieser Erntezyklus besteht aus der Ansaat von genetisch verwertbaren Organismen oder der genetischen Veränderung bestehender Organismen. Daraus entwickelt sich eine primär dominante Spezies auf dem Planeten. Diese wird in ihrer Entwicklung von den Göttern unterstützt und kultiviert, bis die Zivilisation eine lohnenswerte Anzahl erreicht hat. Sobald das der Fall ist, kommt aus den Tiefen des Alls der Ophanim, eine Art Dyson-Sphäre, die sich um den Planeten spannt und die Ernte des Materials durchführt. Danach wird das Restmaterial, was sich genetisch nicht für die Ernte geeignet hat, vom Planeten gereinigt und der Zyklus beginnt von neuem. Dafür haben die Götter die Engel erschaffen, die den Kultivierungsprozess übernehmen, die Ernte überwachen und dann auch die Reinigung der Hauptspezies auf dem Planeten durchführen. Die Reinigung wird durchgeführt, damit sich das Volk nicht an die Ernte erinnern kann und somit auch keinen Rachefeldzug gegen die Zivilisation der Götter führen kann. Früher nämlich haben die Engel keine Reinigung durchgeführt und mussten die schmerzhaften Konsequenzen hiervon durch die Zivilisation der Londar spüren. Die Londar wurden nach unserer Zeitrechnung 11.512 v. Chr. Geerntet und haben es sich danach zur Aufgabe gemacht, ihren technologischen Fortschritt zu forcieren, ihre unbekannten Angreifer aufzuspüren, zu jagen und sie zu vernichten. Danach wurden die Engel auch erst zu den Kampfeinheiten umgerüstet, wie wir sie heute bei uns auf der Erde kennen. Nun aber zurück zu der Geschichte auf der Erde. Ungefähr 7000 v. Chr. bilden sich auf der Erde die ersten beiden großen Zivilisationen, die Völker der Atlanter in der Nähe unseres heutigen Griechenlandes und Ignon im heutigen Mittelamerika. Sie wachsen zu Hochkulturen heran, noch vor den Sumerern oder den Babyloniern. Die Engel beobachten die Entwicklung, denn sie müssen ein Wächtervolk auf der Erde auswählen, das für sie die Entwicklung der Zivilisation überwacht, für ihr Fortbestehen sorgt und dann auch das Signal zur Ernte gibt, sobald die Population die vorgegebene Größe erreicht hat.
Die Engel versorgen Atlantis und Ignon 3512 v. Chr. Mit Technologie und stellen sie somit vor einen Test, welches der beiden Völker sich besser für die Aufgabe eignet und mehr im Sinne der Engel mit der Technologie umgeht, die ihnen gegeben wurde. Atlantis fällt durch diesen Test durch, sie sind zu wissbegierig, zu neugierig und stellen zu viele Nachforschungen über die Engel an. Das hat den Engeln missfallen und sie löschen die Zivilisation von Atlantis 3114 v. Chr. aus. Die Ignon werden danach zum Wächtervolk ernannt. Während die Stadt und das Land Atlantis komplett ausgelöscht wurde, konnte sich ein Teil der atlantischen Bevölkerung mit einer vorher geplanten Evakuierung retten. Schließlich waren sie sich der Gefahr ja bewusst, was passieren würde und könnte, wenn die Engel von ihren Nachforschungen erfahren würden, und haben vorsorglich Vorkehrungen getroffen, sollte es dann wirklich zu diesem Ernstfall kommen. So rettete sich der verbliebene Rest der Bevölkerung von Atlantis nach Ägypten. Sie bauten sich dort über die nächsten Jahrhunderte im Geheimen auf, unterrichteten parallel dazu die Zivilisation der Ägypter in Mathematik, Landwirtschaft und Wissenschaft und haben sich dadurch im Gegenzug einen hohen Stand innerhalb der ägyptischen Zivilisation gesichert. Viel preisgeben durften sie aber nicht. Schließlich mussten sie trotzdem unter dem Radar der Engel bleiben, durften nicht erkannt werden. Das ist ihnen zwar gelungen, später aber mussten sie die scheinbar sicheren Gefilde in Ägypten trotzdem aufgeben, als Caesar Ägypten belagerte. 37 v. Chr. Haben die Atlanter ihre geheime Existenz endgültig bedroht gesehen und verließen Ägypten, um sich unter den Oberflächen der Meere eine neue Existenz zu schaffen. Dort konnten sie sich sicher sein, dass sie nicht wieder gestört werden würden. Sie haben ihre Zivilisation mit ihrer Technologie und strengen Geburtenkontrollen an den neuen Lebensraum angepasst und sich in die Atlanter verwandelt, wie wir sie heute hier auch bei Rapture kennen. Wer war Caesar aber in Wirklichkeit und warum ging er nach Ägypten? Hat er womöglich von den Atlantern gewusst und wollte sie suchen? Hat er eine ganz andere Hochkultur vielleicht in Ägypten vermutet? Und falls ja, wer hat ihn darauf aufmerksam gemacht? Das wird man in Zukunft auch noch erfahren. Atlantis baut sich also weiter unter den Ozeanen auf und sind auf Vergeltung gegen die Engel und die neuen Verbündeten der Engel, die Ignon. Als sie später im Jahr 1519 einen Versuch unternehmen, die geheime Stadt der Ignon zu finden, scheitern sie, aber sie schaffen es immerhin, den Machtstein der Ignon an sich zu nehmen. Der Machtstein ist für die Ignon ein sehr wichtiges Kleinod und hat auch noch eine ganz besondere Bedeutung in unserer Geschichte. Wir als Leser der Geschichte erfahren aber, dass die Ignon im Jahr 1520 fast gänzlich aus ihrer Hauptstadt Thayakinsla verschwunden waren. Was war dort unterdessen passiert? Auch das werden wir in den nächsten Kapiteln auf jeden Fall erfahren. Wir springen nun aber nach Europa ins Jahr 1776 und erleben die nächsten Jahre mit Adam Weishaupt und der Gründung seines Geheimordens der Illuminati in Deutschland. Über den Verlauf der Geschichte macht er Bekanntschaft mit Außerirdischen vom Planeten Nibiru und sie verbünden sich, da sie erkennen, dass sie sich gegenseitig von großem Nutzen sein können. Weishaupt plant, die Regierungen zu unterwandern und einen mächtigen Geheimbund aufzubauen, der die Geschicke der Menschheit zum Besseren führt. Wie es damit weitergeht und wie die neue Weltordnung gegründet wird, erfahren wir ebenfalls in den nächsten Kapiteln der Geschichte. Wie schafft es Weishaupt, dass die New World Order zum Zeitpunkt unserer Geschichte im Jahr 2049 mit zu den vorherrschenden Fraktionen im neuen Weltgefüge gehört? Übrigens, Isantis hier, unser Historiker, von dem wir vieles über das Rapture-Universum erfahren, gehört ebenfalls zu den Nibirianern. Aber was haben er und die anderen Nibirianer auf der Erde vor? Welche Ziele verfolgen sie und welche Rolle spielen sie heute im Jahr 2049 in unserer Geschichte? Auch das wird natürlich noch ans Tageslicht kommen. Die Londar, die Erzfeinde der Engel aus den Tiefen der Galaxie, tauchen auch auf der Erde auf. Und was führen sie im Schilde? Und wie sind sie überhaupt auf die Erde gekommen? Das Rätsel um das Verschwinden der Ignon wird erforscht. Kriegen sie ihren Machtstein zurück, den die Atlanter ihnen geklaut haben? Wir erinnern uns, zum jetzigen Stand der Geschichte ist der Stein im französischen Königshaus gelandet. Und was hat die geheimnisvolle Fraktion der Vril überhaupt mit den Ignon zu tun? Wer sind die Vril überhaupt? Wo kommen sie her? Die Prowler machen die Außenbezirke der Hauptstädte unsicher. Hier werden wir auch noch das ein oder andere Detail zu dieser Fraktion erfahren. Die sind so eine Art Überlebensexperten, vielleicht ähnlich mit Preppern. Die wollen sich keiner großen Fraktion anschließen, die bleiben lieber unabhängig.
Ihr seht also, es ist noch sehr viel Story zu erzählen und wir arbeiten weiter fleißig daran. Wir schreiben die nächsten Kapitel, da werden wir dieses Jahr auf jeden Fall noch sehr gut beschäftigt damit sein. Ihr dürft sehr gespannt sein, was es dann alles Neues zu lesen und zu erfahren gibt. Für heute war es das nun aber von mir. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook und auf Instagram und besucht uns in unserem Discord. Die Links dafür findet ihr in der Beschreibung hier unter diesem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Rapture.